Ja, hi, ich bin Thorsten Naves und bin schon echt lange bei Probert. Ich gehe tatsächlich schon in mein 24. Probert-Jahr, egal ob Ausbildung, ob schulische Weiterbildung, nebenberuflich. Jedes Jahr hatte irgendwie so seine Herausforderungen und das macht das, glaube ich, auch immer so spannend. Ne? Also Probert wird nie langweilig. Das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenfassend so sagen. Ja. Klar sind wir gewachsen. Ich glaube, als ich angefangen bin, waren wir so um die 220 Mitarbeiter. Jetzt kratzen wir ja die 500-Marke und das verändert natürlich so das Unternehmen. Man wächst, man wird zu einem Weltunternehmen, man wird zu einem Global Player. Aber auch da sehe ich halt Chancen einfach fürs Unternehmen und für uns alle einfach. Ja. Wichtig sind klar formulierte Ziele, eine vernünftige, transparente Kommunikation und auch ein ehrliches Feedback. Das ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Situation extrem wichtig. Ja. Ich bin tatsächlich immer noch ein Kind der Fertigung, so fühle ich mich. Also ich finde es schön, wenn man durch die Fertigung läuft, man kennt immer noch alte Gesichter, kennt noch viele Namen tatsächlich, obwohl man so gewachsen ist. Und ich lege halt auch gerne immer noch Hand an. Ne? Also auch wenn ich jetzt in der Führungsebene bin, da ist man sich auch nicht zu schade, sich einfach mal einen Schraubendreher in die Hand zu nehmen und dann auch selber nochmal Hand anzulegen, wenn gerade Not am Mann ist. Dann ist man halt auch mal samstags oder auch mal sonntags auf der Baustelle und unterstützt da einfach, weil man das Ziel einfach sieht und man einfach Bock auf so ein großes Projekt hat. Ne? Ja, man lebt schon lange mit älteren Sachen, weil es ist nun mal ein Traditionsunternehmen und dann kann man nicht von jetzt auf gleich immer alles neu machen. Aber wie gesagt, wenn was angegangen wird, dann machen sie es auch richtig. Ja, so die Größe der Maschinen, man stumpft dann doch über die Jahre ab tatsächlich, aber die Faszination des Kaffee ist natürlich da. Und ich habe es gerade beim Tag der offenen Tür gemerkt. Ich bin mit meiner Familie hier durchgelaufen und auch mit einem Teil meines Freundeskreises. Und wenn man dann selber erstmal wieder dem Freundeskreis oder der Familie erklärt, was da quasi mit den Maschinen gemacht wird und wie viele Tonnen mit diesen Maschinen produziert werden, dann sieht man erstmal die offenen Münder und schaut auch in strahlende Augen einfach, weil das vermutet man ja hinter diesen Hallen hier einfach gar nicht. Ich für meinen Teil finde, der Team Spirit ist ziemlich cool. Wir machen mindestens einmal im Jahr was im Team zusammen. Und das Coole daran ist, dass man dann auch nicht über Probert spricht. Ja, für Leib und Seele ist natürlich hier mit dem Werk 3 bestens gesorgt. Ich sag mal, von einem gesunden Müsli-Brötchen bis zur Currywurst-Pommes ist natürlich hier alles möglich. Aber auch alles drumherum. Also es gibt Massagen, die hier angeboten werden. Der Arbeitgeber beteiligt sich daran. Die Physiotherapie. Was ich aber auch ganz cool finde, es haben sich hier im Prinzip Interessengemeinschaften gebildet, gehen joggen, haben auch die Unterstützung von Probert. Eine andere Interessengemeinschaft ist eine Schwimmgruppe, die wird bezuschusst. Und das sind alles so Randthemen, die sind halt nicht normal, glaube ich, sondern das macht Probert, glaube ich, besonders. Ganz wichtig ist, glaube ich, dieses Wir-Gefühl. Ich will halt einfach, da nochmal 100, ich weiß nicht, wo sind wir denn gerade? 100, weiß nicht, jetzt bin ich raus. 155? 1868? Ja, 155. Ich will einfach, dass das Probert nochmal 155 Jahre existiert, mit den ganzen Herausforderungen, die uns da noch begleiten. Wenn ich Probert meinen Freunden erklären müsste, würde ich sagen, das ist ein familiengeführtes Unternehmen, wo man definitiv keine Nummer ist. Und ich finde es cool, klar ging es ein paar Jahre lang nicht mehr, aber dass der Chef zu Weihnachten zum Beispiel immer noch rumgeht und nochmal ein kurzes Wort mit der Belegschaft, mit jedem Einzelnen wechselt, das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, in der heutigen Zeit.